Da habe ich mich doch letztens mit einem Nachbarn unterhalten und wir haben so über Kochen geredet und Einkaufen und alles Mögliche im Prinzip. Und letztendlich sind wir da irgendwo gelandet, dass mein Nachbar meinte, man bräuchte pro Tag, pro Person mindestens 5 € um Essen zu kochen. Und ich habe gesagt, ne, ich brauche weniger. Und deswegen probieren wir heute mal aus, ob ich schaffe, mit 3 € 3 Mahlzeiten zu machen für eine Person. Also anschnallen, los geht's. Bevor wir jetzt aber loslegen, würde ich sagen, legen wir mal ein paar Regeln fest, damit das Ganze auch ein bisschen regelkonform ist. Also, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Grundsätzlich erstmal ist erlaubt, ich habe 3 € als Budget. Das heißt, ich kann diese 3 € verwenden, wie ich möchte und muss zusehen, dass ich da irgendwie 3 Menüs, 3 Gerichte, wie auch immer von, also morgens, mittags, abends von zauber. Was ist nicht erlaubt? Nicht erlaubt sind, sag ich mal, die Dinge, die unüblich in einem Haushalt sind. Was wiederum anders einfach ausgedrückt ist, es sind die Dinge erlaubt, die jeder normale Mensch in seinem Zuhause hat. Also sprich Salz, Pfeffer, Zucker, Öl, also normales irgendwie Kochöl. Gleiches gilt halt eben, was ich, ein Backofen, eine Pfanne, ein Herd und ich wollte gerade sagen Mineralwasser, nein, Mineralwasser nicht, aber Leitungswasser. Genau, die Sachen sind im Prinzip alle erlaubt. Was ist nicht erlaubt? Ich werde keine Fahrzeuge nehmen, um einzukaufen. Das heißt, ich muss circa 3 Kilometer zu Fuß zum Laden hingehen und auch wieder zurückgehen. Was ist noch nicht erlaubt? Ich lege gerade, ja, alles, was halt eben unüblich ist, was so nicht jeder wirklich zu Hause hat. Also, Schuhe anziehen, los geht's. Ja, lass uns doch mal schauen, was ich alles denn so bekommen habe. Ich habe jetzt diese Sachen hier alle gekauft, aber ich würde sagen, wir gehen das mal im Detail durch. Was schon mal als Grundsätzliches auffällt, ich habe kein Fleisch gekauft. Warum habe ich kein Fleisch gekauft? Ganz einfach. Wir wissen ja, dass in Deutschland Fleisch ultra billig ist, aber ja, wenn man nur 3 € Budget hat, dann ist selbst Fleisch sogar, teuer, in Anführungsstrichen. Deswegen fiel Fleisch einfach, aus dem einfachsten Grunde einfach weg, weil es einfach zu viel gekostet hätte. Äh, Ich habe das Ganze jetzt bei Edeka gekauft, wie man ja gerade schon gesehen hat. Und das habe ich auch deswegen gekauft, weil man dann teilweise bei Lidl, Aldi und Co. immer nur so größere Packungen kriegt. Und beim Edeka kann ich einige Sachen auch einzeln abbiegen. So, fangen wir mal an. Ich habe einen ganz normalen, banalen Würfel Hefe gekauft und diese hat, wo haben wir ihn? 15 Cent gekostet. Dann habe ich einmal Quark gekauft, ein kleines Paket. Das hat 54 Cent gekostet. Dann habe ich einmal Mehl gekauft. Das war in diesem Fall nicht das günstigste, also zumindest nach dem Mehl. Wo ist mein Mehl geblieben? Gurken, Möhren, Zwiebeln, Apfel, da ist das Mehl, genau. 39 Cent für ein Kilo Mehl. Dann habe ich eine Gurke, die hat 39 Cent gekostet, also genauso viel wie das Mehl. Dann ein Apfel, den musste ich mir abwiegen. Was haben wir denn hier? Ein Südtiroler Apfel habe ich mir geholt. Der Apfel liegt bei nicht 15 Cent. Oh, der ist sogar richtig teuer mit 53 Cent. Dann habe ich ein paar Möhren.
Die Möhren schlagen zu Buche mit 58 Cent. Und ich habe noch eine schicke Zwiebel, damit wir noch ein bisschen Geschmack an das Ganze kriegen. Und für die habe ich 13 Cent bezahlt. Und summa cum laude wollte ich gerade sagen. Summa summarum bin ich sogar unter 3 Euro geblieben. Das heißt, ich habe dezente 2,71 Euro ausgegeben. Das heißt, ich hätte rein theoretisch sogar noch 29 Cent über gehabt. Aber ich habe nichts wirklich gefunden, was man für 29 Cent noch hätte nehmen können. Selbst Nudeln wären nicht dabei gewesen, weil Nudeln irgendwas jetzt mit 49 Cent, glaube ich, kosten. Die sind irgendwie teuer geworden. Die haben eine Zeit lang 39 gekostet, diese ganz normalen Spirelli da halt eben. Ja, und soßentechnisch fiel natürlich auch alles weg, weil eine Flasche Ketchup, kennt ihr selber, die kostet irgendwie 1,79 oder 2,49 oder so. Das fiel auch weg. So, das sind jetzt meine ganzen Lebensmittel, die ich hier habe. Und daraus müssen wir jetzt im Prinzip 3 komplette, Menüs, Gerichte essen. Also sprich, dass man Frühstück, Mittag, Abendbrot hat. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Frühstück an. Und ich nehme mir die Hefe, nehme das Mehl und ich würde sagen, wir backen daraus ein Brot. Das habe ich mir gedacht. Und warum habe ich kein Brot gekauft? Ganz einfach, weil selbst das billigste Toast irgendwas mit 89 Cent kostet. Und so bin ich jetzt hier bei, was ist das denn, 39 und 15, ne? Ja genau, 39, 49, 54. 54 Cent für ein Riesenbrot, weil ich das Mehl auch so aufteilen kann. Das heißt, ich könnte sogar rein theoretisch, weil ich einen halben Würfel Hefe brauche, könnte ich sogar 2 Brote davon backen. Und wie gesagt, da der Backofen ja oder der Herd ja erlaubt ist, würde ich sagen, fangen wir damit an. Und da ich auch keine Waage hierbei nehmen will, mache ich das alles jetzt mal so frei Schnauze, irgendwie. Wir fangen mal mit der Hefe an. Ich habe jetzt hier 300 Milliliter Wasser. Da werde ich jetzt mal einen halben Würfel Hefe reinballern. Ich sage, das Brot wird natürlich nicht das ultra hochwertigste, aber es wird auf jeden Fall schon mal hochwertiger wie ein Toastbrot. Und wie gesagt, wie wir vom Preis gesehen haben, wird es auch erheblich günstiger, weil ich locker die doppelte Menge damit machen kann. Also einen Hefewürfel in 2 Hälften geteilt. Einmal hier reingebröselt, den ganzen Kladderadatsch. So, nicht zerkommen lassen hier. Das auch noch da rein. So, den heben wir uns für später auf. Den kann man ja auch noch super einfrieren. Dann gebe ich da jetzt eine Prise Zucker hinzu. Einfach nur, damit ich die Hefe ganz schnieke aktivieren kann. Und dann rühre ich das mal eben einmal durch. Und stelle das mal an die Seite. So, damit hätten wir dann unser Hefegemisch ready. Da wir keine Waage haben, nehme ich jetzt mal mein Mehl. Und werde jetzt mal gucken, wie gesagt, das muss ich sowieso ein bisschen anpassen an das Wasser dann hinterher. Ich würde mal sagen, ein halbes Kilo. Dann könnte man ja zur Not 3 Brote rausbacken. Wo ist denn meine tolle Schüssel? Da ist sie. Schüssel. So. Mal gucken, ob ich da irgendwie die Hälfte davon reinbekomme. Ja, das müsste grob passen. So, unser Hefe-Wasser-Gemisch nochmal durchrühren. Aber ich kann in der Zeit nochmal eben, ich würde jetzt mal sagen, so einen halben Teelöffel bis Teelöffel Salz packe ich da rein. Und nochmal so ein Dropchen Öl. Ich nehme jetzt in diesem Fall Rapsöl. So, 1-2 Esslöffel habe ich jetzt da drin. Noch was vergessen? Ne, gucken wir erstmal, wie weit wir jetzt kommen. Aber ich würde sagen, lass mal eben hier kurz das Salz ein bisschen vermengen mit dem Mehl. So. Dann gebe ich da ein bisschen Wasser zu.
So, damit hätten wir unseren Teig fertig. Den in der Schüssel. Einmal abdecken und dann können wir den an der Seite stellen, weil das dauert jetzt erstmal 1,5 Stunden, bis der sich nahezu verdoppelt hat. In der Zeit, wo der Teig jetzt aufgehen kann, ist mir aber gerade noch was eingefallen. Und zwar kann ich noch mal eben schnell nach draußen flitzen. Ja, ich habe gerade mal eben Löwenzahn gesammelt, denn das gibt es ja überall und es ist kostenlos. Und das gibt es ja nur wirklich überall. Das Zeug wächst ja wie Teufel gerade. Deswegen habe ich mir jetzt gerade hier was zusammengesucht, das gerade abgewaschen. Und jetzt gucken wir mal, was wir mit diesem ganzen Kladderadatsch machen. Wobei, ein Fehler habe ich schon bemerkt gerade. Ich hatte mir nämlich ganz cool überlegt, dass ich mir mit dem Quark hier zum Beispiel, kann ich mir das Brot mit Quark drauf machen, mit Kräutern oder sonst was, also sprich die kostenlosen Kräuter. Aber beim Mittagessen hapert es ein bisschen, deswegen muss ich ein bisschen gucken, was ich jetzt damit mache. Wahrscheinlich hätte ich anstatt Quark eher lieber Kartoffeln nehmen sollen. Das wäre wahrscheinlich viel klüger gewesen. Aber naja, jetzt haben wir nun mal die Suppe eingelöffelt. Jetzt müssen wir sie auch selber auslöffeln. Aber ich würde sagen, wir fangen mal mit den Vorbereitungen an, damit wir das Ganze mal hier ein bisschen zur Rande bekommen. So, bei der Gurke. Bei der Gurke habe ich mir überlegt, dass ich diese hier fürs Frühstück nehme. Und hieraus mache ich mir nämlich einen Salat, so einen leckeren Gurkensalat. Dann die Zwiebel. Das Gemüse hätte ich jetzt klein geschnitten. Jetzt schneide ich eben noch den Apfel klein. Und dann mache ich mir noch einen Dip und dann erkläre ich gleich, was ich wo wie vorhabe. Also was ich wann, welches Gericht ich wann wo wie esse. Und das soll im Prinzip ein Dip werden. Ich überlege gerade, genau, Dip. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal Pfeffer. Salz. Dann gebe ich dann einen Tropfen Öl hinzu, damit das Ganze ein bisschen cremiger wird. Und da wir jetzt keine Petersilie haben, sondern halt nur Löwenzahn, werde ich mir hier so ein bisschen von wegnehmen, damit ich so ein bisschen so diesen Kräutereffekt da noch drin habe. Und für den Geschmack mache ich da glaube ich noch so ein paar Zwiebelchen rein. Nur so ein paar. Ja, das sollte reichen. Mal einmal umrühren hier. Dann habe ich zumindest schon mal einen universellen Dip, den ich zum Essen dazu essen kann oder fürs Abendbrot. Wie gesagt, ich habe noch keine genaue Reihenfolge, was ich wo wie essen will. Also welches Gericht ich wann wo genau essen will. So ein Dip könnte ja schon mal ein guter Anfang sein. Weil ein Dip kann man ja zum Mittagessen dabei essen oder auch wie auch immer. Da wir ja das Brot sowieso noch backen müssen. Test. Ja, da kann sich. Obwohl er jetzt nur Löwenzahn ist, kann sich trotzdem sehen lassen. Da werde ich gleich mal eben einen Schluck Wasser drauf machen, damit die nicht braun werden, beziehungsweise dann werde ich auch noch mal eben ein bisschen Zucker hinzugeben, weil ich die gleich in der Pfanne ein bisschen karamellisieren lassen will. Dann hat man da eventuell einen Nachtisch, eine Beilage oder weiß ja was. Aber dazu kommen wir gleich.
Dann nochmal eben einen Schluck Wasser zu. Ne, das lasse ich einfach so. Dann werden sie halt ein bisschen braun. Das werde ich wahrscheinlich auch überleben. Und ich warte jetzt eben noch, dass der Teig... Ah, er kommt schon. Da können wir gleich schon weitermachen. Aber wir geben ihn noch ein bisschen, bevor wir da ans Eingemachte gehen. So, dann können wir uns mal hier unseren schicken Teig kümmern. Der ist schon wirklich super aufgegangen. Den mal eben einmal hier rausholen, damit ich den noch mal einmal kneten kann. Ich gebe hier noch ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche. Nochmal gut durchkneten. Und dann packen wir den in eine Backform. Wie gesagt, da gehe ich ja mal davon aus, dass die Sachen auch jeder zu Hause hat. Also sagt jeder Normalo. Da ich aber kein Backpapier habe, nehme ich jetzt einfach ein bisschen Öl und werde das praktisch jetzt hier als Trennmittel nehmen. Wird zwar nicht hundertprozentig funktionieren, aber besser als nicht. Einmal hier alles einfetten, damit ich das hinterher das Brot auch schick rausbekomme. So. Dann unser Brot hinein. Ein bisschen in die Passform hier drücken. Und dann lassen wir das noch mal eben 20 Minuten hier gehen, das Brot. Dass noch ein bisschen aufgehen kann. Und dann schieben wir das gleich in den Ofen und dann können wir endlich so ein bisschen mit dem Frühstück anfangen. Ich weiß, ein bisschen später heute, aber naja, wer nur 3 Euro Budget hat, der muss sich nicht beschweren, dass er halt ein bisschen später frühstückt. Aber, ne, komm, jetzt, ne, Butter bei den Fische hier. Kannst du doch wohl sehen lassen. Wo ist mein Handtuch? Da ist es. Nochmal zudecken und dann schieben wir das gleich in den Ofen. Ja, da wäre das Brot endlich fertig. So sieht's aus. Ich würde sagen, ja, da kann man ja schon echt mit leben und das sieht echt gut aus. Kriege ich das denn jetzt hier so raus, da ich das hier so toll eingefettet habe? Jo, geht sogar. Oh, lecker. Also, da hätten wir schon mal unser Frühstück und Abendbrot und auch zwischendurch noch was. Also, kann man nicht meckern. Ja, schnibbeln wir doch mal an. Ja, ist innen drin noch ein bisschen warm, ist klar. Aber grundsätzlich, ja, kann man nicht meckern. Lecker riechen tut's ja auch. So. Ich müsste es wahrscheinlich noch weiter auskühlen lassen, aber ich habe Hunger. Denn ich muss ja schon sehr früh, nicht sehr früh, sehr spät frühstücken. Brot an die Seite. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Sehr gut. Nee, ich nehme die noch mal gleich. Da mache ich mir noch Croutons von. Ich schnappe mir noch mal eine Scheibe ab. Mit dem Endstück. So. Und dann habe ich jetzt hier 2 schöne, wunderschöne Scheiben, wo ich hier Frühstück machen kann. Also, ich nehme mal, genau, Butter gibt es ja heute auch nicht, aber das macht nichts. Denn ich nehme jetzt einfach Quark. So, zwar will ich mir jetzt eine herzhafte Schnitte machen und eine süße Schnitte. Fange ich mal mit der süßen an. Wo sind meine Äpfel? Da sind meine Äpfel. So, Äpfel. Da brauche ich noch nicht mal alle für, aber ein schönes, leckeres, süßes Brot zum Frühstück. Da kann man noch nicht meckern. So, an die Seite. Und eins mache ich ein bisschen herzhafter. Dann nehme ich jetzt meinen selbstgemachten Kräuterdip, den ich hier drauf mache.
der, wie ich immer noch finde, immer noch tippitoppi ist. Auch wie gesagt, auch wenn ich keine Zitrone habe, aber da kann man ja schon mal nicht meckern. So, dann habe ich ja noch meine Gürkchen hier. Ich habe sogar viel zu viele Gürkchen, aber macht nichts. Machen wir mal. Habe ich sogar noch ein paar Gürkchen habe ich sogar noch über. Probieren wir mal von dem herzhaften. Also wie gesagt, so sieht es jetzt aus. Da kann man ja schon mal nicht meckern. Ja, warmes Brot aus dem Ofen. Ne? Sehr lecker. Jetzt probiere ich mal eben von dem anderen. Quasi so ein Frühstücks-Nachtisch. Auch sehr lecker. Auch wenn es echt nur Banana, Quark ist und ein paar Äpfel, aber lecker. Ja, Frühstück ist durch und ich würde sagen, bevor wir jetzt zum Mittag kommen, mache ich mir noch ein paar Croutons für den Salat. Denn wenn ich was habe, dann ist es ja definitiv Brot, da habe ich ja genug von. Und da schnibbel ich mir jetzt mal eben ein paar Croutons runter, denn gerade die aus frischem Brot, oh, die sind immer so lecker. Und da ja sowieso das Brot kriege ich eh alles nicht auf, also werde ich davon definitiv sowas von zu viel haben. Mache sogar mit Rand auch, weil das mich nochmal so richtig diesen mega Crunch gibt dazu. So. Und wieder ein bisschen Öl in die Pfanne. Leider kein Olivenöl, aber mit Rapsöl funktioniert das ja auch. So, damit wären meine Croutons auch fertig. Die packe ich mal eben zwischen. Und da die Pfanne jetzt gerade heiß ist, kann ich mich jetzt auch direkt ums Mittagessen kümmern. Wieder ein Dropchen Öl rein. Und meine Zwiebeln anschwitzen. Was mich jetzt natürlich maßlos ärgert ist, dass ich nicht meinen Geschmacksbooster nehmen kann oder meinen Knoblauchbooster, weil der ja leider nicht da drin war. Aber naja, mein Gott, es wird auch so schmecken. Aber mit wäre schon geiler. Dann gebe ich da jetzt meine Möhrchen rein. Ein bisschen Salz und Pfeffer dazu. Sehr gut. Und jetzt gebe ich da gleich nur noch ein Schlückchen Wasser bei. Und dann kommt da unser schicker Deckel drauf und dann kann das fröhlich vor sich hin dünsten. Es riecht aber auf jeden Fall schon mal sehr lecker. So. Kleine Flamme. Und das lassen wir jetzt mal so ein bisschen eindünsten. Croutons. Sind schön croutonsig. Die packe ich mir gleich jetzt auf den Salat. Die gibt es ja zum Mittag. Lecker. Und ich habe noch ein bisschen. Noch ein bisschen habe ich ja über. Wo ist denn mein Messer? Da. Kann ich gleich noch ein bisschen Löwenzahn noch auf die Dinger machen. Und wie gesagt, ich habe ja immer noch locker ein halbes Brot. Also wenn ich damit das Armbrot nicht hinkriege, dann weiß ich es auch nicht. So. Wer das Ganze jetzt noch so schön fröhlich ein paar Minuten vor sich hinköchelt, kann ich mich ja noch mal weiter kümmern. Und zwar kann ich ja noch mal, ich weiß nicht, fürs Armbrot oder für Nachtisch oder sonst was. Ich habe ja noch Quark über. Nehme ich noch mal hier meinen restlichen Quark. Wir wollen ja nichts verkommen lassen hier. So. Habe ich
hier meinen Quark auch komplett ausgenutzt. Und da kippe ich jetzt noch ein paar Äpfel rein. Dann habe ich schön so ein, ja, nicht Apfelkompott, aber zumindest Apfelquark-Gemischel. Was zumindest einigermaßen okay ist und völlig ausreichend als Nachtisch oder als Dreingabe. Ich glaube, das könnte ich heute Abend ganz gut essen. Kriege ich da die anderen restlichen Äpfel auch noch rein. Ich hätte die Schale natürlich auch einen Hauch größer wählen können, aber so, mal ein bisschen durchmischen. Dann können wir das wieder an die Seite stellen für später. Ich glaube, Zucker brauche ich da nicht rein, mal eben testen, da ja genug bei den karamellisierten Äpfeln drin ist. Nö, tut's. So, an die Seite. Ja, und damit wäre dann unser Mittagessen auch fertig. So, mal keiner sagen, das wäre jetzt hier eine kleine Portion. Mal eben einmal testen kurz. Schön bissfest, aber auch heiß. So, Salat dabei. Boah, ich habe so viel Salat, da kann ich ja sogar noch fürs Abendbrot ja so noch was dabei machen. Das reicht ja dermaßen derbe. Locker easy peasy noch fürs Abendbrot mit dabei. Also, guckt mal hier, was ich jetzt noch immer noch an Salat noch über habe. So, dann würde ich sagen, packe ich mir da ein paar Croutons drauf. Für den Crunch. Und, ich habe ja noch meinen Kräuterdip, der ist da auch für heute Abend gedacht, aber einen kleinen Stritzer kann man auch mal so. Ist ja flexibel, das Zeug. So, und jetzt würde ich sagen, ab ins München mal damit. So. Jetzt hier Gurkensalat mit Croutonskirchen hier. Und jetzt schaut euch mal bitte diese riesengroße Portion an. Wahnsinn. Echt gut, ey. Wie gesagt, auch wenn einiges fehlt, trotzdem lecker. Ja, und jetzt sind wir schon beim Abendbrot angelangt und ich muss sagen, alter Schwede, der Teller, der war ja mal echt mega groß. Und ich habe auch noch ultra viel über. Also ich habe noch, guck mal hier, das habe ich noch komplett hier über. Also das kann ich mir irgendwie auf Brot noch machen hier von dieser Kräuterquark. Dann habe ich ja noch meine Selfmade Süßspeise habe ich noch über. Ich habe noch Gurkensalat über. Ich habe noch einen Haufen Croutons über. Und ich habe ja immer noch mein richtig großes Brot über. So, schneide ich mir mal eine ab. Was mache ich mir da mal drauf? Genau, ich mache mal hier so einen Mix aus Kräuterquark. Ich habe dann immer noch, da kann ich ja locker noch von dem jetzt noch locker 2, 3 Scheiben von essen. So, dann mache ich mir hier von diesem Gürkchensalat noch was drauf fürs Abendbrot. Und habe immer noch so viel über. Krass. Und frisches Brot. Ja, aber mit der Kasten. Jetzt noch mal zu einem schönen Apfelquark. Unfassbar. Echt lecker. Ja, und jetzt mal ehrlich, so mal ganz unter uns. Wer hätte jemals im Leben, also ich auch nicht,
daran gedacht, dass ich mit lächerlichen 3 Euro 3 solche Menüs zaubern kann. Also sprich, ne, Frühstück, Mittag, Abendbrot. Und ich immer noch einiges über habe. Das ist Wahnsinn. Also krass. Also, wie gesagt, ich schreibe es in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Aber wie gesagt, ich wäre nicht mal, wie gesagt, und es waren ja nicht mal 3 Euro, es waren ja nur 2,71 Euro, die ich ausgegeben habe. Hätte ich auf den Quark verzichten können, ja, hätte ich eine Kartoffel, aber dann hätte ich nicht so einen schönen Kräuterquark gehabt. Na, ein bisschen schwieriger auf jeden Fall. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht hat ja einer nochmal die ein oder andere, noch eine andere Idee dazu, zu dem Ganzen. Ich finde auf jeden Fall, dass es sich gelohnt hat. Und, naja, hallo, für 2,71 Euro ein Drei-Gänge-Menü. Krass. Ihr kennt das. Wir sehen uns im nächsten Video dann mit irgendwas Leckerem schon wieder. Und bis dahin und tschüss.